Einfach losspielen, Senjutsu, Schlacht um Japan. Im feudalen Japan herrscht Bürgerkrieg. Zerstrittene Reiche kämpfen um ihre Vormachtstellung. Als Spieler begeben wir uns in die Rolle von Samurai-Kriegern, die diesen Kampf nun auf dem Schlachtfeld ausfechten. Was dort in Echtzeit innerhalb von Sekunden passiert, spielt ihr über den Verlauf einer ganzen Partie, sozusagen in Slow-Mo. Ihr könnt jeder gegen jeden oder als Team gegeneinander antreten. Im Solo-Modus trainiert ihr gegen die KI und wenn ihr eure Fähigkeiten gemeistert habt, seid ihr bereit für die Turniervariante. In diesem Video werde ich euch die Regeln anhand des Grundspiels zeigen, wie es für Einsteiger empfohlen wird, damit ihr möglichst schnell und einfach losspielen könnt. Das Video wurde durch die Spieleoffensive ermöglicht, die mir das Spiel bereitgestellt hat. Dort könnt ihr euch Senjutsu samt Erweiterungen und vieles mehr kaufen. Nutzt meinen Link in der Beschreibung. Noch zwei kleine Anmerkungen vorab. Erstens, die Basen und die Blickwinkelpfeile der Figuren habe ich für die bessere Übersicht im Video sporadisch angemalt, damit ihr später besser zuordnen könnt, wovon ich rede. Zweitens, im nachfolgenden Video ist die Unterteilung in etwas dürfen oder müssen sehr wichtig. Achtet also genau darauf. Und wer Fehler findet, bitte in die Kommentare schreiben. Bauen wir das Ganze jetzt also mal auf. Zuerst wählt ihr euch eines der zwei doppelseitigen Schlachtfelder aus. Ihr könnt auch beide aneinander schieben, doch braucht ihr das erstmal nicht für die erste Partie. Aus Demonstrationszwecken wähle ich für das Video das Winterschlachtfeld. Im Ringbuch für die Solo-Kampagne findet ihr übrigens noch einige weitere Schlachtfelder. Es gibt Statuseffektkarten. Rot und doppelseitig für Wunden bzw. blutende Wunden, bläulich für Betäubungen und grünlich für Humpeln. Bildet daraus Stapel und legt sie für alle erreichbar neben das Schlachtfeld. Es gibt im Grundspiel nur eine Giftkarte, die ihr dazulegt. So legt ihr auch die Vorteilsleiste bereit. Die Rückseite braucht ihr nur für das Solospiel. Mit den Fokusblättchen bildet ihr einen Vorrat ebenso in der Tischmitte. Jeder Spieler wählt sich eine der 4 Miniaturen. Dazu nehmt ihr euch die passende Charakterkarte und Kame-Karte. Bei beiden könnt ihr am oberen Rand sehen, für welchen Charakter welche Karte gedacht ist. Auch beim dicken Stapel der Fähigkeitskarten findet jeder Spieler ein Deck aus Karten, die für euren eigenen Charakter vorgesehen sind. Auf der vorletzten Seite der Anleitung findet ihr sogenannte Markenzeichendecks. Das sind jeweils um die 30 Karten, die teils unten mit eurem Kämpfer gekennzeichnet sind und teils sind es allgemeine Fähigkeitskarten. Damit solltet ihr eure erste Partie spielen, um die Mechanismen kennenzulernen. Später könnt ihr entweder diesem Deck weitere Fähigkeitskarten hinzufügen oder es komplett selbstständig und nach eigenem Auswahlverfahren zusammenstellen. Euer Decklimit ist dann 40. Ihr dürft dabei keine Karten verwenden, die zu einem anderen Charakter gehören. Weitere Regeln zum selbstständigen Deckbau findet ihr in der Anleitung. Die Autoren und Fans raten aber dazu, sich als erfahrener Spieler Decks nach Belieben fair zusammenzustellen. Im Video belassen wir es jedenfalls beim Einsteigerdeck. Zu eurem Deck hinzu kommen 2 Kernkarten. Im Einsteigerdeck sind sie schon ganz oben aufgelistet. Ihr erkennt die Kernkarten allgemein an dem roten Balken unten und an dem Wellensymbol. Eine davon ist eure Kernfähigkeitskarte. Die zweite Kernkarte ist die Waffenkarte. Entweder ihr nehmt die empfohlene aus dem erwähnten Markenzeichendeck oder ihr sucht euch selbst eine heraus. Dafür müsst ihr auf eurer Charakterkarte unten bei den Waffenoptionen schauen, welche Waffe und somit Kernwaffenkarte ihr in eurem Deck aufnehmen dürft. Abseits dieser Bedingung entscheidet ihr selbst über das Auswahlverfahren, wann wer welche Waffe wählen darf. Beide Kernkarten werdet ihr von Beginn an in der Hand haben und niemals abwerfen, sondern immer wieder zurück in die Hand nehmen, nachdem ihr sie gespielt habt. Sie zählen weder zum Handkartenlimit noch zum Deckkartenlimit. Als nächstes nehmt ihr euch die Kame-Ringe und Vorteilszähler. Die Ringe legt ihr auf die Startposition auf eurer Kame-Baumkarte. Für den Vorteilszähler braucht ihr die Vorteilsleiste. Um eure Position festzustellen, schaut jeder Spieler auf seiner Charakterkarte, welche Zahl er oben stehen hat. Dieses Fächersymbol werdet ihr später in Schwarz auch vereinzelt auf Karten sehen. Der mit dem höchsten Wert legt seinen Vorteilszähler zuerst und ganz oben auf die Vorteilsleiste. Die anderen legen ihre Marker der Reihe nach dazu. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr Gelände, also Hindernisse auf dem Schlachtfeld haben wollt. Falls ja, nehmt ihr sie euch als Miniaturen, verteilt sie unter euch und stellt sie dann der Reihe nach aufs Spielfeld, beginnend bei dem höchsten auf der Vorteilsleiste. Aus Gründen der Übersicht lasse ich sie erstmal weg, wir kommen später darauf zurück. Entscheidet, ob ihr jeder gegen jeden oder in Teams spielt. Beginnend mit dem Spieler, der auf der Vorteilsleiste ganz oben liegt, platziert ihr eure Figuren auf das Spielfeld. Wählt euch am besten Randpositionen.
Solltet ihr alle gegeneinander spielen, müssen die Figuren mindestens ein Feld voneinander entfernt sein. Spielt ihr zusammen als Team, dürft ihr auch direkt nebeneinander beginnen. Doch beachtet, dass es in Senjutsu Friendly Fire gibt. Also schaut, dass ihr euch nicht versehentlich gegenseitig die Köpfe einschlagt. Bis jetzt habt ihr als Handkarten nur die beiden Kernkarten. Zusätzlich dürft ihr so viele Handkarten haben, wie auf eurer Charakterkarte angegeben ist. Im Grundspiel sind das immer 5. Auch wenn ich sie hier offen hinlege, bleiben sie in eurer Hand natürlich den anderen Spielern verborgen. Ihr dürft aus eurem Deck vorbereitete Karten raussuchen, die ihr an diesem kleinen Symbol unten bei der Kartennummer erkennt. Auch wenn ihr mit den Markenzeichen-Decks spielt, unterscheidet sich die Anzahl dieser Karten. Ihr dürft hier dann keine 2 Doppelten wählen. Danach mischt ihr das Deck gut durch und zieht dann so viele Karten, bis ihr 5 Stück plus die beiden Kernkarten in der Hand habt. Dann seid ihr bereit für den Kampf. Bei Senjutsu werden alle 5 Phasen eines Zugs von allen Spielern gleichzeitig gespielt. In diesem Kapitel werde ich euch einen Überblick verschaffen, fangen wir also vorne an. Ihr zieht eine Karte von eurem Deck in die Hand, auch jetzt am Anfang. Dann wählt ihr eine eurer Handkarten aus und legt sie verdeckt auf den Tisch. Damit gilt sie als gespielt. Alle wenden ihre Karten gleichzeitig, sodass jeder alle Karten sehen kann. Je nachdem bezahlt ihr allgemeine Fokuskosten, die links am Rand angegeben sind, um eine Karte überhaupt ausführen zu dürfen. Manche Karten können jetzt als Ersatzkarten eingesetzt werden, wobei der mit der niedrigsten Position auf der Vorteilsleiste zuerst seine Karte ersetzt oder sein Zug passt. Oben links im Eck steht bei allen Karten eine einzelne Zahl oder ein Zahlenbereich in einem kleinen Kästchen. Das ist die Initiative, die im nächsten Schritt darüber bestimmt, wann welche Karte abgehandelt wird. Habt ihr eine Karte mit einem Zahlenbereich als Initiative gespielt, müsst ihr jetzt ansagen, welche Initiative, also Zahl, jetzt gelten soll. Wenn mehrere so eine variable Initiative haben, wählt ihr sie in umgekehrter Vorteilsreihenfolge. Jetzt werden alle Karten der Reihe nach abgehandelt, beginnend mit der höchsten Initiative bis zur niedrigsten. In der Reihenfolge kann es zu Gleichständen kommen. Wenn mehrere die gleiche Initiative haben, geht ihr nach Kartentyp. Erst Verteidigung, dann Angriff und Meditation. Kernkarten haben immer eine weitere Kartenart, die ihr in so einem Fall beachtet. Steht ihr auch hier gleich, zieht ihr wieder die Vorteilsleiste heran. Der obere Spieler darf vor dem unteren Spieler wählen, wann seine Karte abgehandelt wird. Einige Karten haben Trennlinien mit einer zusätzlichen niedrigeren Initiative. Das bedeutet, dass die Karte innerhalb einer Abhandlung mehrmals an die Reihe kommt. Erst der obere Teil und später der untere. Das Abhandeln selbst macht den absoluten Großteil der Spielregeln aus. Im nachfolgenden Video werde ich auf vieles genau eingehen. Eine häufige Bedingung, um Aktionen auf eurer Karte überhaupt spielen zu dürfen, ist, dass ihr mit eurem Kami-Ring auf dem passenden Feld steht. Diverse Karten bieten euch die Möglichkeit, diese Position zu ändern. Dadurch könnt ihr auch an die Fokuspunkte kommen, die ihr ebenfalls braucht, um Karten oder Teilaktionen ausführen zu dürfen. Wenn alle Karten abgehandelt wurden, wirft jeder Spieler seine eigene Karte auf seinen offenen Ablagestapel. Kernkarten kommen direkt zurück in die Hand. Gegebenenfalls müsst ihr jetzt noch Effekte wie Humpeln abhandeln. Zuletzt werft ihr so viele Handkarten auf euren verdeckten Ablagestapel, sodass ihr euer Handkartenlimit nicht überschreitet. Wie gesagt, die beiden Kernkarten zählen nicht zum Limit. Damit ist der Zug für alle beendet und dann beginnt ihr wieder von vorn. Durch erfolgreiche Angriffe, die euch getroffen haben und die ihr nicht abwehren konntet, erleidet ihr unter anderem Wunden. Sobald ein Spieler so viele Wunden wie sein Handkartenlimit, im Grundspiel also 5, erlitten hat, stirbt, also verliert er. Der Spieler, der als letzter noch steht, der gewinnt. War es ein Teamspiel, gewinnt sein Team. Soweit mal der mehr oder weniger grobe Überblick. Wenn ihr jetzt einige Fragezeichen im Kopf habt, keine Sorge. Ich werde auf all das und noch mehr im Detail eingehen. Vertraut mir bei der Reihenfolge der Kapitel, sie bauen aufeinander auf. Sehr viele Aktionen beziehen sich auf eure Position auf dem Spielfeld. Auf der Basis eurer Spielfigur könnt ihr einen kleinen Pfeil erkennen, den ich für das Video weiß angemalt habe, damit ihr ihn noch besser seht. Dieser gibt die Blickrichtung an. Auf den Karten ist eure Position durch ein aufrechtes schwarzes Dreieck markiert. Davon ist dann auch abhängig, auf welche Felder ihr euch bei einer Bewegungsaktion bewegen dürft, ob eure Angriffe treffen oder im Leeren landen und ob eure Verteidigung erfolgreich ist. Karten werden von oben nach unten der Reihe nach komplett abgehandelt. Ihr müsst alles davon ausführen, was ihr ausführen könnt,
sofern nicht von einem Oder die Rede ist. Sind verschiedene Symbole nebeneinander abgebildet, müsst ihr sie komplett abhandeln. Schwarze Symbole sind immer verpflichtend, sofern euch möglich. Weiße dagegen sind an sich und in ihrem Ausmaß freiwillig. Viele Karten haben einiges an Text und Anweisungen, die ihr strikt und der Reihenfolge nach befolgen müsst. Widerspricht eine Anweisung der üblichen Regel, gilt Kartentext vor Regel. Wie ihr schon gemerkt habt, hat jeder einen offenen und einen verdeckten Ablagestapel. Die Daumenregel ist, blieb eine Karte anderen Spielern verborgen, werft ihr sie auf den verdeckten Ablagestapel. Konnten hingegen eure Mitspieler eine Karte bereits sehen, kommt sie auf den offenen Stapel. Sind Fokuskosten am linken Kartenrand angegeben, dürft ihr die Karte zwar immer spielen, jedoch könnt und sogar müsst ihr sie nur dann ausführen, wenn ihr sie auch mit Fokusmarkern bezahlen könnt. Das kann einer oder auch mehrere sein. Sind Fokuskosten bei Teilaktion angegeben, müsst ihr diese Aktion bezahlen und ausführen, sofern ihr die Kosten tragen könnt. Ihr dürft höchstens 3 Fokusmarker haben. Ihr bekommt sie über Aktionen, wenn davon die Rede ist, Kame um ein oder mehrere Äste zu ändern. Heißt es, dass ihr euer Kame zum Beispiel um einen Ast ändert, dürft, nicht müsst, ihr den Ring um einen Ast weiterschieben, bis ihr bei der nächsten Position seid. Fokuspositionen zählt ihr dabei nicht mit. Teilweise müsst ihr dabei den Pfeilen folgen. Gelangt ihr dabei über eine Fokusstellung, nehmt ihr euch einen Fokus. Sofern möglich, müsst ihr bei einer Kame-Änderung über einen Fokuspunkt auf einer Position landen, auf der ihr zuvor nicht wart. Ist euch das aufgrund des gewählten Pfads nicht möglich, kommt ihr zurück auf die ursprüngliche Kame-Stellung, so oder so nehmt ihr euch einen Fokus. Ist auf einer Karte nicht von Ast ändern die Rede, sondern davon zu einem Kame zu springen, ignoriert ihr die Pfade und ihre Richtungsangaben und landet auf einer anderen Kame-Stellung. Nicht zur Wahl stehen euch die neutrale Stellung und der Fokuspunkt. Das bedeutet auch, dass ihr durch einen Sprung keinen Fokus bekommen könnt. Der Sinn der Kame-Stellungen ist, euch bestimmte Aktionen zu ermöglichen. Solche Teilaktionen sind farbig markiert und tragen das entsprechende Kame-Symbol. Ihr dürft Aktionen nicht spielen, wenn ihr nicht auf der passenden Kame-Stellung seid, also ignoriert ihr sie in der Abfolge. Umgekehrt müsst ihr die Kame-abhängige Aktion spielen, wenn ihr in der passenden Stellung seid, sofern die Symbole verpflichtend schwarz und nicht freiwillig weiß angegeben sind. Ist eine Zahl neben einem geraden oder runden Pfeil angegeben, bedeutet das, dass ihr euch um so viele Felder in eine bestimmte Richtung bewegen bzw. um so viele Kanten drehen müsst. In welche Richtung ihr euch dreht, ist euch überlassen. Werden mehrere Bewegungseffekte in einer Zeile angezeigt, ist es egal, in welcher Reihenfolge ihr sie ausführt. Wenn dagegen ausdrücklich von einem Dann die Rede ist, müsst ihr die Reihenfolge einhalten. Ihr könnt euch nicht auf ein Feld eines anderen Spielers oder auf ein Rand- oder Geländefeld bewegen. Wird so eine Bewegung unausweichlich, kommt es zu einer Kollision. Das bedeutet, dass ihr zwar auf dem letzten, gültigen Feld stehen bleibt, euch aber eine Betäubungskarte in die Hand ziehen und euren Zug abbrechen müsst. Ihr werdet also nur noch eure gespielte Karte abwerfen und für den Rest des Zugs K.O. sein. Falls ihr mit einem Mitspieler zusammengestoßen seid, läuft es ähnlich. Der Unterschied ist, dass ihr zusätzlich noch eine Handkarte abwerfen müsst und der andere Spieler ebenso eine Betäubungskarte in die Hand ziehen muss. Sein Zug wird allerdings nicht abgebrochen. Ihr dürft übrigens nicht absichtlich in einen anderen Charakter reinlaufen, um ihm zu schaden, sondern müsst immer einen freien Weg wählen, falls ihr eine Wahl habt. Die Betäubungskarten zählen zu eurem Handlimit, doch dürft ihr sie als Fähigkeitskarten ausspielen. Das solltet ihr aus folgendem Grund tun. 5 Betäubungskarten bzw. die Menge des Handlimits führen genau wie die Wunden zum sofortigen Tod und damit zur Niederlage. Wenn ihr Wunden einsteckt, weil euch ein Angriff getroffen hat, legt ihr sie offen in euren Bereich. Sie zählen damit nicht zum Handlimit. Habt ihr aber wie gesagt die Anzahl eures Handlimits erreicht, seid ihr tot und aus der Partie. Es gibt Angriffe, die blutende Wunden verursachen. Ihr nehmt euch dann auch eine Wundenkarte, wendet sie in eurem Bereich aber auf die andere Seite. Auch sie zählen normal zu den Wunden, bringen jedoch zudem einen weiteren Nachteil mit sich. Habt ihr eine oder mehrere blutende Wunden, müsst ihr vor jedem Nachziehen die oberste Karte erstmal verdeckt abwerfen.
Das ist insofern drastisch, weil wenn euer Deck aufgebraucht ist, ihr aber zu Beginn eines Zugs noch nachziehen müsst, eine weitere Wunde verursacht wird. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr beim Nachziehen ins Leere greift, kommt ihr dem Tod um eine Wundenkarte näher. Ein weiterer Statuseffekt ist das Humpeln und wird durch unter anderem Fähigkeitskarten mit diesem Symbol verursacht. Seid ihr davon betroffen, zieht ihr eine Humpeln-Karte und legt sie erstmal offen vor euch ab. Die Konsequenz ist, dass für jede Humpeln-Karte eure Initiative der auszuführenden Karten um 1 gesenkt ist. Das müsst ihr auch bei Karten mit variabler Initiative beachten. Humpeln müsst ihr aber nicht für immer. Am Ende eines Zugs dreht ihr all eure Humpeln-Karten um 90 Grad. Sobald eine Karte eine volle Umdrehung vollendet hat, werft ihr sie wieder ab. Der letzte Statuseffekt kommt eher selten vor, weil er nur von einer einzigen Karte im Grundspiel ausgelöst werden kann, und das ist das verkrüppelnde Gift. Giftkarten haben grundsätzlich individuelle Effekte, die auf den Karten stehen und die ihr einhalten müsst, falls ihr so eine Karte bekommt. In eurem Zug dürft ihr eine sofortige Fähigkeitskarte zusätzlich zu eurer normalen Fähigkeitskarte bzw. als Ersatz dafür spielen. Ihr erkennt sie an dem Blitzsymbol. Dafür gibt es aber die Bedingungen, dass die beiden Karten sich in ihrem Typ unterscheiden müssen und dass die normale Karte keine Kernkarte sein darf. Und so dürft ihr die 3 Arten von sofortigen Karten einsetzen. Die Karten mit einem einzelnen Blitzsymbol spielt ihr außerhalb des normalen Zugablaufs und haben deshalb keine Initiative angegeben. Befolgt dafür einfach strikt die Anweisungen. Sofortige Ersatzkarten haben dieses Symbol. Sie erlauben euch innerhalb der Zeigenphase umzuentscheiden. Ob ihr zuerst eine normale Karte zeigt und dann mit einer Ersatzkarte austauscht oder erst die Ersatzkarte zeigt und durch eine normale austauscht, ist euch überlassen. Fokuskosten für die Ersatzkarte müsst ihr sofort begleichen, bekommt aber Kosten einer anderen Karte zurückerstattet, falls es sie doch nicht spielt. Ersetzte Karten müsst ihr direkt auf den Ablagestapel werfen. Sofortige Zusatzkarten spielt ihr zu der normalen Fähigkeitskarte, um sie in ihrem Effekt zu verstärken. Häufig sind sie abhängig davon, ob ein Angriff oder Block erfolgreich war. Haben sie keine Bedingung oder sonstige Anweisung angegeben, handelt ihr sie direkt nach, aber unabhängig von der normalen Karte ab. Jetzt, wo ihr verschiedene Bedingungen und Effekte an sich kennengelernt habt, widmen wir uns dem eigentlichen Kampf. Als Beispiele habt ihr bisher so manches gesehen, aber jetzt gehe ich der Reihe nach detailliert darauf ein, was ein Angriff ist, wie er ablaufen würde, wie man sich wehren oder kontern kann. Gerade in diesem Kapitel ist wichtig, die Perspektivenansicht verstanden zu haben. Nochmal kurz gefasst, eure Spielfigur ist das schwarze Dreieck. Oben bedeutet vor der Figur, darunter hinter der Figur. Das heißt, dass die Blickrichtung eures Charakters genauso wichtig ist wie seine Position auf dem Schlachtfeld in Relation zu anderen Figuren oder Hindernissen. Angriffskarten haben als Typsymbol das Feuer. Ausrufezeichen auf Feldern bedeuten immer einen einfachen Angriff. Meistens trifft er auf gleich mehrere Felder. Ist er erfolgreich, wird also nicht abgewehrt oder schlägt ins Leere, müssen sich alle getroffenen Spieler eine Wundenkarte nehmen. 2 Ausrufezeichen bedeuten entsprechend 2 Wundenkarten. Statt oder zusätzlich zu Ausrufezeichen können auch Tropfen abgebildet sein. Das sind normale Angriffe, die aber statt einer normalen Wunde eine blutige Wundenkarte zur Folge haben. Wenn Sterne auf Feldern zu sehen sind, steht deren Effekt darunter. Häufig findet ihr da den Helm. Dieser symbolisiert immer und in jedem Kontext andere bzw. betroffene Spieler, also nie die eigene Figur. Zu diesem Helmsymbol gibt es immer weitere Anweisungen in Symbol- oder Textform. Es wird mit diesem betroffenen Spieler also immer etwas gemacht. Ist der Angreifer derzeit auf der orangenen Aggressions-Kame-Stellung, stößt er getroffene Figuren auch noch um ein Feld in gerader Linie weg von sich. Leider könnt ihr andere Figuren nicht auf Hindernisse oder andere Spieler stoßen, um sie dadurch auch noch zusätzlich zu betäuben. Ein Stoßeneffekt endet also auf einem leeren Feld vor einem Hindernis oder anderen Figuren. Ganz vereinzelt gibt es den Effekt noch genau umgekehrt als Ziehen. Allerdings muss ich zugeben, dass ich im Grundspiel keine Karte mit dem Effekt gefunden habe. Angriffen seid ihr nicht unbedingt hilflos ausgesetzt, doch ist es nicht ganz leicht, sich zu schützen. Das Pendant zu den Ausrufezeichen sind die Schilder. Das Problem ist, dass sie nur wirken, wenn sie mit der gleichen Initiative ausgeführt werden wie der Angriff selbst.
Wurde mit Initiative 5 angegriffen, muss also auch die Verteidigung 5 als Initiative haben. Weil die Initiative gleich sein muss und weil in der Rangfolge die Verteidigung vor einem Angriff ausgeführt wird, müsst ihr euch nicht erst eine Wunde für den Angriff ziehen, um sie beim erfolgreichen Block wieder abzugeben. Doch wie hoch sind schon die Chancen, dass ihr genau die gleiche Initiative wie der Angriff spielt? Zum Glück haben die Verteidigungskarten immer eine variable Initiative. Sind alle Karten ausgelegt, habt ihr also die Chance, euch auf zumindest einen Angriff einzustellen. Problematisch wird es einerseits, wenn die Angriffsinitiative höher als euer eigener Spielraum ist und andererseits, wenn ihr von mehreren Spielern mit unterschiedlicher Initiative angegriffen werdet. Dann kommt ihr wohl nicht drum rum, Wunden einzustecken. Doch was braucht es genau, um erfolgreich zu blocken, um dadurch einen Angriff zu ignorieren? Das ist nämlich gar nicht so eindeutig. Erfolgreich geblockt habt ihr, wenn der Angriff auf ein Feld abzielt, das auf eurer Karte mit einem Schild versehen ist. Soweit, so offensichtlich. Ebenfalls blockt ihr erfolgreich, wenn euer Schild das Feld abdeckt, auf dem der Angreifer selbst steht. Und die dritte Variante ist, den Angriffspfad zu blocken. Und das müssen wir uns genauer ansehen. Viele Angriffskarten haben ihre Zielfelder nicht direkt vor der Figur selbst, sondern haben etwas Abstand. Man darf sich das als Langwaffe vorstellen. Es gibt also leere Felder, die nicht direkt als Angriffsfelder gekennzeichnet sind, aber als Angriffspfad gelten. Ein Angriffspfad ist der kürzeste Weg vom Angreifer zum Zielfeld, auf dem idealerweise der Gegenspieler steht. Es kann durchaus mehrere gleich kurze Angriffspfade geben. Für den Verteidiger ergibt sich aus seiner dritten Option, einen erfolgreichen Block auszuführen, die Not, mindestens ein Feld aller kürzesten Angriffspfade zu blocken. Hat er nur ein Schildfeld, das auf einen von vielleicht 2 Angriffspfaden fällt, trifft ihn die Waffe einfach über den anderen Pfad. Sollte es euch gelingen, einen Angriff zu blocken, verfliegt dessen Effekt. Manchmal ergibt sich für euch die Möglichkeit, auf einen erfolgreichen Block noch einen Gegenangriff folgen zu lassen. Dieser ist mit so einem Symbol gekennzeichnet und bringt nochmal seine eigenen Bedingungen mit sich. Die erste Bedingung ist, dass ihr selbst von dem ursprünglichen Angriff das Ziel gewesen sein müsst. Es reicht nicht, wenn ihr nur einen Mitspieler erfolgreich verteidigen konntet. Auch hier muss wieder die Initiative des ursprünglichen Angriffs mit der Zahl im Kontersymbol übereinstimmen. Meistens habt ihr das Glück, dass mehrere Zahlen abgebildet sind. Erfüllt ihr die nötigen Bedingungen, also gegebenenfalls Fokuskosten oder Kami-Stellung und natürlich Initiative, dann dürft ihr eine Angriffskarte aus der Hand spielen und ausführen. Aber stopp! Auch hier gibt es Bedingungen. Diese Karte darf keine Kernkarte sein, die ihr standardmäßig in der Hand habt. Außerdem muss die Initiative dieser gewählten Gegenangriffskarte höchstens der Initiative des ursprünglichen Angriffs bzw. der des Gegenangriffssymbols entsprechen und darf nicht höher sein. Ist das der Fall, wird der Gegenangriff wie ein üblicher Angriff abgehandelt. Bloß, dass der Gegner ja keine Verteidigungskarte ausliegen hat. Ihr merkt, da muss schon einiges zusammenkommen, um so einen Konter auszuführen. Betrifft ein Angriff, Block oder Konter gleich mehrere Spieler, selbst wenn sie bisher in dem Zug eigentlich unbeteiligt waren, handelt ihr alles der Reihe und gemäß der Initiative nach ab. Schließlich gibt es noch Fernkampfkarten. Sie sind immer mit einem Sechseck und einer Zahl darin markiert. Dabei handelt es sich allgemein weniger um Angriffe als vielmehr um Effekte, die einen gewissen Radius haben. Ist dort beispielsweise eine 3 angegeben, zählt ihr von eurer Figur aus 3 leere Felder in alle Richtungen. Hindernisse, also Gelände, das in die Höhe ragt, versperren die Sicht und unterbrechen die Sichtlinie. Der Effekt einer Karte wird dann auf alles angewendet, was sich im Sichtfeld befindet. Hierdurch sucht also der aktive Spieler von allen anderen Spielern in dem Bereich die 3 obersten Karten deren Nachziehstapel, wählt eine aus und gibt sie dem jeweiligen Spieler in die Hand. Vereinzelt habe ich seither Gelände bzw. Hindernisse erwähnt und gezeigt. Dabei handelt es sich allgemein um Felder und Objekte, die vom üblichen Schlachtfeld abweichen. Die Daumenregel ist dafür schon mal, dass alle Gelände, für die es hochragende Objekte gibt, mindestens eure Bewegung stoppen und eine Betäubung auslösen, wenn ihr selbst darauf stoßt. Allerdings nicht, wenn ihr von anderen Spielern gestoßen werdet. Der brennende Karren fügt euch zudem noch eine Wunde zu. Der Bambus fügt euch zusätzlich zur Betäubung noch Humpeln hinzu. Wird ein Bambus aber von einem Angriff getroffen, wird er vom Schlachtfeld entfernt. Damit ist er das einzige Hindernis, das zerstört werden kann.
Der Schrein belohnt angrenzende Figuren am Ende des Zugs mit je einem Fokus. Boote sind lediglich Schlachtfelderweiterungen und haben keine negativen Effekte. Und Leichen behindern zwar nicht eure Bewegung, fügen euch aber trotzdem betäubend zu und kosten euch alle Fokuspunkte, die ihr besitzt, wenn ihr darauf landet. Mit diesem Wissen könnt ihr Senjutsu jetzt spielen. Weil durchaus sehr spezielle Fragen aufkommen können, habe ich euch einerseits ein FAQ und eine relativ aktuelle Regelkorrektur verlinkt. Um möglichst Fehler zu verhindern, habe ich mich selbst ausgiebig durch das Senjutsu-Forum auf BoardGameGeek gelesen, das ich auch euch bei kniffligeren Regelfragen empfehlen kann. Die Autoren sind dort ebenso hilfreich wie die Community. Meine Anleitung soll euch ermöglichen, überhaupt erstmal ins Spiel zu kommen und eure ersten Partien zu spielen. Von da aus könnt ihr noch viel tiefer einsteigen und euch allein schon mal mit der Frage befassen, wie man ein Deck zusammenstellen darf und könnte, wie ihr Turnierspiele durchführen würdet, und dann gibt es noch mehrere Erweiterungen, die ihr genau wie das Grundspiel, das ich für dieses Video verwendet habe, bei der Spieleoffensive finden könnt. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Dadurch bekomme ich eine kleine Provision ohne Aufpreis für euch. Wenn euch dieses Video gefallen und geholfen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Abonniert den Kanal für viele weitere Regelvideos. Eure Unterstützung macht möglich, solchen genialen und doch weniger bekannten Spielen wie Senjutsu viel Zeit und Aufwand zu widmen, um sie mehr Leuten bekannt zu machen und verständlich näher zu bringen. Vielen Dank fürs Dabeisein und jetzt viel Spaß mit Senjutsu!